and you think of them as something very expensive, which they are, very artistic, which they are, but we forget that their origins are more humble. That is to say, they were meant as objects to be used in a house, and that they were ultimately, one could say, objects of commerce. And Julius Meyer Graefer opened his house, his store, the Maison Moderne, the model house, with the intention of creating objects in series. Even if they're handmade, they're made in series that could be used in the house, in a modern house of a younger generation, not an older generation generally. And so we have here the candlestick by Gustav Gershner, which is here in the poster, carrying, as you'll see, electric bulbs, but it could also be for candles. And they're small bulbs. Some people will notice inside there are lamps with very small bulbs. They give very little light. But the idea was never to have a house the way we have them now with bright bulbs, but to have just small light, because electricity was thought to be very hard and unflattering. And in fact, the idea was to always hide as much as possible the electricity. Now, this is cast, and by the way, you notice, well, the names. The poster is by Manuel Orazzi, who is Italian. Gershner, who is German, not Austrian, German-born, but working at this point in Paris. And at this side, we have Maurice Dufresne, and the ceramic it's his design, and the ceramic is by Dalpera. So you have this kind of combination of international modernists working in Paris. Julius Meyer Graefer himself, of course, is German-born and goes to Paris because it is the center of artistic creation. Just before 1900, he opens up this shop. But ironically, many of the younger generation of international artists come to or related to Paris. Should you worry about Germany's role? The Germans were among the best collectors of things because they were a younger, newer nation and bolder. And very often, people like Van der Velde, the Belgian architect, moves to Germany because all his patrons are in Germany. And in the same way, Bing sold much more, I'll be talking about Bing in a minute, Bing sold much more in Germany than he did in France, which is why you have so many things in German museums and hardly anything in France. The French didn't like most of this work because, first, it wasn't French. I don't have to go to the second reason. And in these vases, I just look at this vase for 1 second, you see it is very much a modern style, unless you know Oriental pottery. Because if you know Oriental pottery, this idea of glaze cascading down over another glaze with a kind of spontaneity is not a Western tradition. The Western tradition has always been to make glazes that are as perfectly red or perfectly blue without a spot of any other color. And this is a much bolder kind of idea. And since Margot Brundlehuber was talking about the Art Nouveau revival, it's interesting that this Art Nouveau revival occurred just at a time when you have the same kind of expressive qualities coming out of painting. I think, of course, in American terms, of people like Jackson Pollock and, you know, this idea of just cascades of color. And I guess I'm now too old, because I remember going to the Art Nouveau show in the Museum of Modern Art in the 1950s, and it was fascinating for me. It really was, you know, a whole new, interesting kind of spirit, very rich. And I think that's something that we see here. It's very inventive. When Salvador Dali talked about this idea of edible art, you have to think about the 1930s, which were very abstract and very hard-edged and architectonic. And this has a very organic quality to it, which is very much the kind of thing he liked. It looks almost as though it's dissolving in certain ways. And I think that's what interested him a lot. Okay.
to middle gray to blue, or here it goes from white to pink. Those shaded backgrounds are Japanese prints. Teuer war, hat zu Beginn auch ihre Probleme. Die Leute haben ja nicht entwerfen gelernt, also auch nicht schreiben. Riemer-Schmidts Musikzimmerstuhl, eine Inkunabel der Moderne, weil das Tragen und Lasten von der Rückenlehne auf die Vorderfüße durch eine Spannung praktisch fixiert ist, sehr schlicht. Es hat dieser Stuhl keine Armlehnen, weil es sollten Geiger darauf sitzen oder auch Cellisten, also um einen Notenpult herum in einem Musikzimmer. Der Linienfluss dieses Möbels ist einzigartig. Die Konstruktion lässt zu wünschen übrig. Ja, irgendwann musste der Schreiner mal bei dieser Lehne ankommen, ja. Nur, wie verbindet das? Also er hat noch einfach ein Eck reingeschnitten und wie Martin Altberg hat gesagt, der Stuhl wurde bei Liberty nochmal gemacht, dann hat man auch auf solche kleinen Schnitzereien wie hier verzichtet. Aber Riemer-Schmidt lernt ganz, ganz schnell. Er lernt den Inhaber der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst Karl Schmidt kennen, in der Folge heiratet er auch seine Schwester und wechselt von München nach Dresden, zumindest im Arbeiten. Und in Dresden entwickelt er kurz vor der bedeutenden dritten Kunstgewerbeausstellung in Dresden ein Möbelprogramm, von dem Sie hier Stücke sehen. Es handelt sich um sogenannte Maschinenmöbel, weil man konnte alle einzelnen Teile mit auf einer Maschine vorfräsen. Zweitens, man konnte diese Stühle auseinandergenommen, verpackt, versenden, also IKEA 1905. Das war absolut eine neuartige Idee und er hat auch gleich gezeigt, wie diese Dinge zusammenhalten. Nicht nur, dass er die Zarge optisch als Brett einfach drauflegt, er zeigt auch gleich die drei Nute, die das Stück fixieren. Warum nicht? Es ist gleichzeitig ornamentaler Schmuck. Also er belebt auch das Möbel, das natürlich im Prinzip von seinen Details lebt, wie die einzelnen Flächen zueinander entworfen sind. Es gibt ein System, wie man sich eine Wohnung zusammenstellen kann, in drei Holzgruppen, in verschiedenen Preisgruppen, sodass man wichtigere Räume einer Wohnung aufwendiger möblieren kann, Gäste- oder Kinderzimmer anders, die Küche. Es gibt jetzt zum ersten Mal eigentlich wirklich der spätere IKEA-Gedanke, eine ganze Wohnung aus einer Hand. Und das ist etwas, was das Gesamtkunstwerk war, das Wichtigste, was dem Jugendstil vorschwebte. Und man kann eigentlich sagen, Riemer-Schmidt ist derjenige, der es am breitesten erfüllt hat. Wir haben jetzt hier keine Textilien und keine Teppiche, aber also die Stoffe waren natürlich für die Möbel alle von Riemer-Schmidt entworfen. Aber wir haben sehr schöne Beispiele aus dem keramischen Bereich, bei denen Sie sehr typisch auch die Handschrift von Riemer-Schmidt sehen, der die Natur in einer ganz, ganz großen Abstraktion, aber immer noch ein bisschen mitnimmt und sie dekorativ einsetzt. Es könnte hier die Blütendolde eines Holunderbusches sein oder eben eine ganz lange Ranke von einem Gewächs, ohne Blätter, aber mit kleinen Kügelchen dran. Und sein Kollege, aber eben von einer geistig ganz anderen Richtung kommend, der gleichzeitig in dieser Firma gearbeitet hat, oder kurzer Zeitabstand, nicht sehr groß, und zwar bei Reinhold Merkelbach,
in Grenzhausen oder Grenzhausen zu diesem Zeitpunkt ist Henry van der Velde. Ich sollte so, diese 4 sind Henry van der Velde und diese 4 sind Riemer Schmidt. Sie sehen 2 Pole, aber Sie sehen praktisch ein gemeinsames Ziel. Einem relativ simplen Gegenstand, den man in einem Haushalt benutzt, den man wirklich benutzt oder vielleicht auch zur Dekoration, aber immerhin ein ausgesprochen anspruchsvolles, aber ganz, ganz schlichtes Bild zu verleihen. Und heute denken wir, diese Glasuren, naja, kann doch nicht so schwierig sein. Das ist Feuerkunst. Da kann Ihnen bis heute im Jahr 2010 kein Keramiker immer sagen, wie das aus dem Ofen kommt. Versuchen Sie das mal in Serie herzustellen, das wird schwierig. Mit dem Erfolg, dass sich das auch, Van der Velde hat sich schon verkauft, Riemer Schmidt besser, deutlich besser, muss man sagen. Aber es war eine Kunst doch für Leute, die Sinn dafür hatten. Und insofern sind es Kleinstauflagen geworden von dem Begriff Serie. Den nehmen wir mal in den Mund. Aber ich habe mal mit dem Hersteller Deutschen Werkstätten gesprochen. Also der Letzte, der 1921 dort gearbeitet hat, der hat gesagt, na, eine Serie war bei uns schon ab 8. Also ich meine, noch nicht mal das Dutzend. Also wir reden hier im Prinzip von ganz selten gemachten Stücken. Keramik ist das einzige Material, was nie seine Farbe verliert. Allerdings muss man das bei Glas, eigentlich kann man es auch sagen. Naja, römisches Glas schon. Aber Sie sehen hier Farben des damaligen Jugendstils. Und zwar auf dieser Seite Meißen. Meißen hat mit seiner Tradition ganz groß zu kämpfen gehabt. Dabei hatten sie eigentlich ganz hervorragende Leute. Unter anderem einen jungen Menschen namens Rudolf Henschel. Ich bitte Sie, auf dem Gegenüberliegenden in der Mitte dieses Kaffeesettings anzuschauen. Deshalb Rudolf Henschel von 1896 entworfen, als innerhalb der Manufaktur probeweise sozusagen mal der Wettbewerb ausgeschrieben war. Im Prinzip ist es ein Entwurf, der mit der Vergangenheit komplett bricht. Und was unten einmal kurz gesagt wurde, aber Ihnen vielleicht nicht so klar sein kann, diese Farbigkeit des Jugendstils besteht auch in einer Kombination mit der Technik der Herstellung. Und zwar sind es Farben, die sogenannten Unterglasurfarben. Wenn das Porzellan den ersten Brand hat, dann ist es samtig in der Oberfläche und Sie können diese Farben aufsprühen, wie Puder. Dann glasieren Sie den Gegenstand und wenn Sie das dann in den Ofen stellen, bei 1200 Grad, liegen diese Farben im Unter der Glasur und sind unauslöschlich. Aber weil sie 1200 Grad aushalten müssen, ist die Palette zu Beginn begrenzt. Kopenhagen, also das berühmteste Blau, Farbe ist Kobaltblau. Darum ist das ganze Kopenhagen-Zeug am Anfang auch erstmal blau. Nach einer Weile entwickelt man andere Farben, grün, rosa, das wird ganz außergewöhnlich. Aber dieser Schimmer der Unterglasurfarbe, der ist einfach einzigartig, weil die Glasur nochmal oben drauf liegt und einen unglaublichen Glanz erzeugt. Man kann dann noch, durch Experimente hat man mit Masse gemalt zu dieser Zeit. Das kam aus Frankreich, von Sèvres, Pat sur Pat, hat man es deswegen auch in Deutschland genannt. Wenn Sie eine Porzellanmasse mehrmals übereinander auflegen, wird sie zu einem leichten Relief und Sie können dadurch spielen, indem Sie dicker und dünner arbeiten und einen dunklen Fond eventuell durchschimmern lassen, wie Sie das hier auf diesen sehr frühen Vasen sehen. In Meißen war das Naturvorbild sehr, sehr stark, geht aber auch schon in die Stilisierung rein, wobei, ehrlich gesagt, vermutlich kaum jemand die Pflanze Aaronstab jetzt so optisch vor Augen ist. Da hat er sich eigentlich gar nicht viel Arbeit gemacht. Diese Pflanze, das Blatt gibt unglaublich viel her. Es ist nur gegenläufig verstellt zu einem Fries und umzieht diese Vase, die zum Beispiel auch auf der Weltausstellung in Paris 1900 gezeigt wurde.